Wer kennt die Szenen aus dem Kino nicht, wo oben aus einem Dachgeschossfenster Bettwäsche, Koffer und sonstige Klamotten rausfliegen? Oben steht eine gehörnte Frau möglicherweise, die sauer ist auf ihren mittlerweile Ex-Geliebten, weil er sie vielleicht betrogen hat, und sie sagt, du kommst hier nicht mehr rein in diese Wohnung. Aber geht das so einfach? Kann ich meinen Partner, mit dem ich jahrelang zusammen in einer Wohnung gewohnt habe, so ohne weiteres aus der Wohnung werfen, wie das im Kino manchmal suggeriert wird? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei, und der Fall, den ich gleich beschreibe, der ist gar nicht so unrealistisch. Wir haben hier in der Kanzlei auch schon Fälle betreut, in dem ein Ex-Partner seinen Ex-Partner rausgeworfen hat aus der Wohnung. Hintergrund war dann meistens die Trennung. Das heißt, zwei haben hier gemeinsam in einer Wohnung gewohnt, verstehen sich nicht mehr, und dann schmeißt einer den anderen raus. Aber die Frage ist doch, wer kann hier wen rausschmeißen, und kann man das so von einer Sekunde auf die andere machen? Und das möchte ich hier mal näher klären. Und dafür gibt es unterschiedliche Konstellationen, die wir jeweils betrachten müssen. Die eine Konstellation ist, dass nur ein Partner im Mietvertrag drinsteht. Sagen wir mal, nur der Typ hat den Mietvertrag unterschrieben, hat auch immer schön brav die Miete gezahlt, und das Mädel, das durfte bei ihm wohnen und hat gar nichts gezahlt. Jetzt hat der von sich, aus seinem Naturell heraus, weil er vielleicht betrogen worden ist von ihr und sie sich von ihm getrennt hat, schon das Gefühl, die Alte, die kannst du doch jetzt einfach mal rauswerfen. Aber das klappt rechtlich nicht. Denn in dem Moment, wo sie jahrelang dort gewohnt hat, hat sie auch Besitz an der Wohnung. Das ist das Verrückte. Und weil sie Besitz an der Wohnung hat, kann man ihr diesen Besitz nicht ohne weiteres entziehen. Und man müsste tatsächlich, selbst wenn die Ex-Freundin nichts dafür gezahlt hat, sie entweder mit einer gewissen Frist auffordern, dann die Wohnung zu verlassen. Und wenn sie das nicht tut, dann müsste man tatsächlich eine Räumungsklage gegen die Ex-Freundin anstrengen. Man könnte also nicht einfach hergehen und die Schlösser austauschen. Ziemlich harte Konsequenz, wenn man nichts anderes geregelt hat. Und das wäre halt hier wichtig. Man sollte möglichst einen Untermietvertrag abschließen, dann vielleicht mit der Freundin auch, und dort auch klar regeln, was im Fall einer Trennung passieren soll. Natürlich ist das immer doof, wenn man gerade frisch zusammengekommen ist, will man nicht gerade den Fall der Trennung regeln, aber wenn man einen Musteruntermietvertrag hat, könnte man das ja entsprechend mit reinpacken. Spannend ist übrigens auch die Frage, wenn beide Mieter sind, und dann die Frage, wer kann denn dann die Wohnung kündigen und was gibt es da für Möglichkeiten? Wenn dann ein Partner dem anderen Partner den Zutritt verweigert, aber beide sind ja Mieter, könnte der zweite Partner, der ja auch eben entsprechend Miete gezahlt hat, für die entgangenen Nutzungsmöglichkeiten Schadenersatz verlangen. Und was dann auch keine gute Idee ist, wenn einer vor die Tür gesetzt worden ist, dass der dann sagt, naja gut, jetzt kann ich ja nicht mehr in die Wohnung, jetzt zahle ich keine Miete mehr. Gegenüber dem Vermieter sind beide voll in der Haftung, in der Regel jedenfalls. Wenn beide den Mietvertrag unterschrieben haben, kann sich der Vermieter komplett aussuchen, von wem er das Geld bekommt. Das heißt, hat ein Junge seine Freundin rausgeschmissen, kann der Vermieter auch an die solvente Freundin, obwohl der Junge noch drin wohnt. Ziemlich krass, aber im Verhältnis Vermieter-Mieter ist das so. Im Innenverhältnis kann sich die Freundin, die ausgesperrt worden ist, zu Unrecht ausgesperrt worden ist, dann natürlich das Geld zurückholen. Aber wenn ihr Ex-Freund nichts mehr hat, wird natürlich das auch ziemlich schwierig. Spannend natürlich auch die Frage, wer kann denn den Mietvertrag kündigen? Kann einer einseitig den Mietvertrag kündigen? Nee, das geht nicht. Auch da das gleiche Problem. Wenn man hier zu zweit als Mieter eingetragen ist, dann muss man zu zweit auch den Mietvertrag entsprechend wieder kündigen. Insofern auch hier ganz wichtig, dass man im Mietvertrag schon bei Abschluss, wenn man den zu zweit unterzeichnet, klar regelt, wer kann hier kündigen im Falle der Trennung. Und wenn jetzt der andere Partner zustimmt, dass der Mietvertrag gekündigt wird, dann kann dummerweise der Mietvertrag auch nur insgesamt gekündigt werden. Das heißt, beide kündigen, und dann kann der Vermieter sagen, okay, einen alleine möchte ich jetzt auch nicht mehr da drin wohnen haben, und dann kann nicht mal der verbleibende Partner
dort in der Wohnung wohnen. Also ganz schön tricky ist das, wenn zwei Leute hier einen Mietvertrag unterschrieben haben, müssen sie auch zu zweit nachher handeln oder eben bis zum offiziellen Ende eines Mietvertrages dann noch die Miete zahlen. Der Hintergrund ist klar, der Vermieter sagt sich, was habe ich mit eurer Trennung zu tun? Ich habe hier zwei Schuldner, die für die Miete aufkommen müssen. Ihr haftet beide in meinen Augen parallel. Wer hier sich von wem getrennt hat, ist mir als Vermieter herzlich egal und deswegen kann ich an jeden von euch jederzeit rantreten. Also abschließend mein Tipp, wenn ihr zu zweit eine Wohnung mietet, regelt, was im Falle der Trennung gelten soll. Ansonsten kommt nachher ziemliches Kuddelmuddel raus und es kann nachher tatsächlich der Fall eintreten, dass jemand rausgeworfen wird aus der Wohnung und die Miete erstmal weiter gegenüber dem Vermieter zahlen muss. Das wäre sehr, sehr unfair, auch wenn er sich im Innenverhältnis später das Geld zurückholen kann. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen rauf. Morgen sehen wir uns auf diesem Kanal schon wieder. Tschüss und bis dahin.